Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr in der Indevolt App ein neues Gerät hinzufügen könnt. Wenn ihr die Indevolt App das erste Mal nutzt, dann müsst ihr euch als allererstes ein Konto erstellen. Das geht relativ schnell. Wenn ihr ein SolarMan-Konto bereits habt, dann könnt ihr diese Login-Daten nutzen, um euch in der Indevolt App anzumelden. Wenn ihr euch angemeldet habt, dann sieht die Startseite ähnlich wie bei mir aus. Und um ein neues Gerät hinzuzufügen, müssen wir unten in der Leiste auf Device oder im Deutschen Geräte raufklicken. Ratsam wäre es jetzt, euer Gerät erstmal einzuschalten und 1-2 Minuten zu warten, bis das Ganze hochgefahren ist. Je nach Gerät kann das mal länger, mal kürzer dauern. Die Powerflex und Solidflex-Systeme sind innerhalb weniger Sekunden hochgefahren. Um das neue Gerät jetzt hinzuzufügen, gehen wir jetzt hier oben rechts auf das Plus und dann haben wir letztendlich zwei Möglichkeiten. Die Indevolt-Systeme funktionieren über Bluetooth Discovery, also die Geräte werden selbstständig gefunden, deswegen sehen wir hier mein Powerflex-System schon aufploppen. Hat man ein Gerät eines Herstellers, was dieses automatische Finden nicht unterstützt, dann haben wir hier die Möglichkeit, nach Hersteller uns das einmal anzuschauen, zum Beispiel Everhome. Und dann sehen wir, hier ist der Echo Tracker. Diesen könnte man dann jetzt mit einem Klick konfigurieren. Wir machen aber erstmal weiter mit dem Powerflex-System. Da klicken wir jetzt einmal rauf. Dann können wir jetzt hier das entsprechende WLAN-Netzwerk eingeben, SSID und Kennwort. Sagen dann Setup oder Einrichten. Achtet darauf, dass euer Smartphone und eure Powerflex oder Solidflex-Einheit nicht zu weit voneinander entfernt sind, damit das Bluetooth-Signal stark genug ist. Und nun haben wir mein Powerflex in der Indevolt-App hinzugefügt. Wie hier schon steht, ihr müsst einen Moment warten, oder es kann einen Moment dauern, bis das Ganze in eurer App auftaucht, da die Daten von dem Gerät erstmal in die Cloud hochgeladen werden müssen. Bei meinem ersten Einrichten hat es ca. 5 Minuten gedauert. Nun können wir noch ein initiales Setup machen von diesem Gerät, wo einfach abgefragt wird, in welchem Land wir das Ganze nutzen und in welchem Aufbauzustand wir das Ganze haben. Das wird getan, um den regulatorischen Bedingungen im jeweiligen Land gerecht zu werden. Also wir sind natürlich in Deutschland. Dann wird gefragt, okay, habt ihr das Ganze per Schuko-Stecker angeschlossen oder habt ihr das Ganze von einem Elektriker direkt in eurem Sicherungskasten installieren lassen? In meinem Fall habe ich es per Schuko-Stecker, also lasse ich es auf Socket stehen. Wenn wir es auf Socket stehen haben, ist die maximale Ausgangsleistung auf 800 Watt begrenzt. Das sehen wir hier auch und ich möchte auch gerne, dass diese 800 Watt so bleiben. Dann wird gefragt, ob man generell möchte, dass sich die Indevolt-Einheit über das Stromnetz auflädt. Da kann man jetzt sagen ja oder nein letztendlich. Die Funktion vom Überschussladen, also ihr habt mehr im Hausnetz, als ihr verbraucht, ist davon nicht betroffen. Also es geht rein darum, ob ihr euch diesen Akku über das Stromnetz aufladen wollt oder nicht. Zum Beispiel in Kombination mit einem dynamischen Stromtarif. In meinem Fall, ich habe keinen dynamischen Stromtarif und ich möchte nur Überschuss laden, deswegen lasse ich es in meinem Fall aus. So, nun können wir einstellen, wie viel Strom wir exportieren möchten, wenn wir ihn sozusagen überhaben. Also möchten wir hier eine Null-Einspeisung realisieren, dann lassen wir den Wert auf 0 Watt. Wenn wir aber sagen, okay, mein Akku ist jetzt 100% voll und ich möchte gerne, dass 200 Watt von meiner Solarenergie dann in das Netz gehen, dann könnte man den Regler hier auf 200 Watt einstellen. Ich möchte gerne Null-Einspeisung, deswegen lasse ich diesen Wert auf 0 Watt. So, nun haben wir die Chance einzustellen, was unser
unser Backup-Strom in der Batterie ist. Also was ist das unterste Limit, bis was mein Powerflex entladen werden kann. Den untersten Wert, den man hier einstellen kann, sind 5%, voreingestellt sind 20%. Ich würde generell einen Wert empfehlen, der mindestens 10% hat, vielleicht auch 15%, 20 ist vielleicht sogar ein bisschen sehr viel. So, nächster Schritt, Bypass-Socket. Das Indevolt Powerflex und Soneflex-System hat eine Notstromsteckdose, die in 2 Richtungen funktioniert. Also ich kann Strom entnehmen und ich kann Strom über diese Steckdose in den Akku geben. Man kann damit zum Beispiel einen vorhandenen Mikrowechselrichter anschließen von einer vorhandenen Solaranlage, um dort das Indevolt-System noch zusätzlich zu den eigenen MPPTs mit Strom zu versorgen. Oder in der anderen Richtung, man sagt, man hat ein Gerät, was beim Stromausfall zum Beispiel trotzdem anbleiben muss, dann kann man an dieser Steckdose entsprechend eine Last anschließen, die dann eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigt. In meinem Fall habe ich keinen Mikrowechselrichter und keine Last, die permanent an sein muss. Deswegen lasse ich es hier aus. Generell gesagt, solltet ihr beachten, diese Funktion auch nur zu aktivieren, wenn ihr sie wirklich benötigt, da der Wechselrichter an dieser Steckdose im Standby-Verbrauch einen relativ hohen Verbrauch hat. Okay, so, dann können wir, wenn wir möchten, einen Zeitplan erstellen, wann sich das Gerät lädt und wann es auflädt. Das Ganze werde ich in dem Schritt hier überspringen, weil ich keine statischen Entlade- und Ladewerte haben möchte, sondern das Ganze mit einem Smart Meter koppeln möchte. So, und dann sind wir auch schon fertig. Wir sehen, Device-Status ist online. Es ist jetzt Lade- und Entlade-Zeitplan eingestellt. Das Ganze können wir dann aber natürlich ändern auf entsprechende Kommunikation mit einem Smart Meter. Und dann ist das Ganze auch schon eingerichtet, wie ihr seht. Mein Gerät ist jetzt hier in der Indevolt App. Ich kann jetzt hier sämtliche Einstellungen vornehmen. Und damit ist das Video auch schon zu Ende. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik. Ciao, ciao.